So, Freunde, hallo und ein herzliches Willkommen zu einem random Video. Random deswegen, weil ich habe mir eine Liste gemacht. Und zwar habe ich eine Liste gemacht, was sich demnächst auf meinem Kanal ändern wird. Erstmal möchte ich sagen, ich bin am 2. Oktober 47 Jahre geworden. Ja, das wollte ich nur so nebenbei erwähnen. Ja, ich gehe da eigentlich nicht so viel drauf. Ja, man wird halt älter und das ist eben so. Ja, jetzt wollte ich eigentlich noch mal sagen, es wird sich einiges ändern in dem Sinne, dass ich über Twitch auf YouTube streamen werde. Das ist nur ein Punkt auf der Liste, die ich vor mir liegen habe. Und die gesamte Liste, was sich auf meinem Kanal ändern wird, die werde ich in einem extra Video, ihr wisst, Superstars, okay. Wir gehen jetzt erstmal rein, weil ihr wisst, ja, Game Pass und alles mögliche drumherum möchte ich hier mal zeigen. Ja, ich sehe mal bald verfügbare Spiele und ihr wisst, ich zeige auch die Trailer von den Spielen, ja. Und wieso Sonic meistens keinen Trailer hat, verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum ein Sonic-Spiel keinen Trailer hat. Wieso macht Sega sowas? Wieso ist das so? Slender, The Arrival, ja, das ist natürlich nichts Neues. Ich meine, das kennt man ja. Slender war sowieso nie so wirklich gut. Es war mal ein Hype, Slender, die ganzen Slender-Spiele, ja. Oh, was haben wir? Gargoyles. Da mag ich die Trickserie. Ich habe das damals gesuchtet, die Trickfilme auf RTL 2 und wo sie auch immer liefen und den Trailer, den schauen wir uns jetzt zum Einstieg mal an, okay? Viel Spaß. 1,000 years ago, superstition and the sword ruled. It was a time of darkness. It was the age of gargoyles. Frozen in stone by a magic spell for 1,000 years. Now the spell is broken, and we live again! Stone by day, warriors by night. We are defenders of the night. We are gargoyles. Ja, am 19. Oktober kommt das Spiel. Gargoyles, ja. Ja, wer es mag, ja. Es ist halt ein 2D Jump'n'Run in Pixel-Style. The Gap. Was ist The Gap? The Gap ist ein Smart Delivery. Was ist das? Action Adventure The Gap. Okay, wir schauen mal rein, bevor der Trailer hier oben zu Ende läuft. Ja, für 20 Euro. Ja, ich weiß nicht. Also manche Spiele würde ich mir nicht für den Preis unbedingt holen, aber naja. Jedem das seine, ja. Hey, where you going? There's nothing there. Hey! Dear Diary, Mom has been home for 4 days now. She says I'll have to go to Aunt Blake's for some time because Dad isn't well, so I can't stay at home. Mom! Dad! It's a bunny! It's a real bunny! Shh, sweetheart. We shouldn't scare her. It's a girl? Oh, great! I'll call her Nibbles. He rarely goes out with us, and he doesn't eat at the table anymore. A few days ago, he fell asleep on the kitchen floor, and I couldn't wake him up for an hour. Okay, Josh, this is it. Time to get your family and life back together. Mia was terrified. She thought you were dead. Most patients reported hallucinations, Josh. They're not hallucinations. If I can enter and explore a certain reality multiple times without anything within it changing, Amber, it's a parallel universe. Hey, I'm home. Hey, Dad. This is my 13th attempt to reach you this month.
Ja, der Daddy meldet sich nicht zurück. Ja, The Gap. The Gap. Haben wir deutsche Sprachausgabe? Nein, Audio haben wir natürlich keine deutsche Sprachausgabe. Naja, gut. Ich verstehe ja, dass es auch manchmal ein ganz schöner Aufwand ist, das auf Deutsch zu machen. Ist natürlich klar. Logisch, ja. Wollen uns ja nicht nur beschweren. Oh, gibt es auch einen Trailer dazu. Metal Gear Solid Master Collection. Okay, Freunde. Ich würde sagen, da wir hier bei meiner persönlichen Trailer-Rotation sind, schauen wir hier auch mal rein. Ja. Kann auf der Konsole nicht gespielt werden, bedeutet natürlich, dass ich noch keine Xbox Series habe. Ja. Ich spiele nach wie vor auch die meisten Spiele, die ich zocke, über Cloud Gaming und habe deswegen auch den Xbox Game Pass. Das nur nebenbei. Und ich bin am 2. Oktober 47 Jahre geworden. Falls noch niemand gehört hat. ...2024 erst. Plus Bonus-Content. Das ist ja seltsam, dass das so lange noch dauert. Plus Bonus, Volume 1. Ja, Metal Gear Solid, da kann ich mich nur an 1 erinnern. Ich wollte das damals zum Laufen bekommen auf meinem alten PC damals, vor gefühlten Jahrzehnten. Ich wiederhole es nicht nochmal, wie alt ich geworden bin. Ja, es hat nicht wirklich funktioniert. Ich habe es nie zum Laufen bekommen, weil ich muss ehrlich sagen, es gab mal eine Zeit, da waren Leute auch draußen unterwegs, ja. Es war noch nicht so, dass man sich nur vors Internet gehockt hat und irgendwas gezockt oder was weiß ich. Oh, Stray Souls, ich quatsch schon wieder. Stray Souls versus Evil LLC. Was ist da los? Was ist das? Ist das eine Firma? Das kann ich hier spielen, ja. Das kann ich. Das ist ein Sonstiges. Ist auch kein Film oder so, ja. Bei Sonstiges bin ich immer vorsichtig. Ab 18, ja. Bescheid. I can't believe we made it. Yeah. I hope we can find something. Well, let's get this over with.
also wer jetzt keine Silent Hill Vibes hat, der möge sich schämen. Das war ja, spätestens wo ich diese Monster gesehen habe, da habe ich mir echt, wer hat das nicht gedacht, ja. Also auf jeden Fall hat das jetzt Silent Hill mäßig was. Alan Wake hat auch keinen Trailer. Sag mal, was ist denn mit euch los? Die größten Firmen machen keine Trailer. Das gibt es doch nicht. Ja, es war wirklich, also nochmal zurückzukommen, es waren Silent Hill Vibes. Auf jeden Fall. Also das hat sich bei mir eingestellt, wo das, ja, Alex Murphy Edition, ja, Alex Murphy Edition, ja, wir wissen, Robocop, ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns mal einen Trailer dazu an. Robocop habe ich auch schon die Demo gesehen, hatten schon andere Leute gezockt und ich finde eigentlich, das ist wirklich klassisch, auch ein klassischer Shooter. Kann wieder nicht hier gespielt werden, ist klar. Kann mir jemand da draußen eine Xbox Series bezahlen? Nein, okay, war Spaß. Okay, lassen wir reinschauen. You came to clean up this city, didn't you? It'd be easier to build all to the ground. Believe me, just burn it all. Come back with a warrant, cop. All right. All of the arcade staff will sell to you. Drugs in the basement? I will take care of that. Open the door. I have the warrant. Oopsie, I think I dropped my key somewhere. It's RoboCop! Surrender your weapons. No chance! Watch out! He's coming! Finally! Just die already! One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Er macht sich Sorgen wegen Parkticket. Gibt es eigentlich auch eine Version jetzt mal, die auf der Xbox One funktioniert? Ich meine, das ist ja alles. Nein. Also komplett auf die neuen Konsolen zugeschnitten. Ja, Robocop habe ich ich glaube vor 2 Monaten oder so, habe ich mir mal die ganzen Filme reingezogen. Weil das war, also ich muss ehrlich sagen, manchmal habe ich da so einen Wahnsinn. Da schaue ich mir die Filme mal wieder an und wo sind wir jetzt hier? Talos Principle 2. Ja, ich habe ja nichts gegen solche Trailer, aber Gameplay, es scheint auch Gameplay dabei zu sein. Das ist ein Puzzle- und Ratespiel. Da habe ich auch schon eins. Ich bin noch nicht durch. Muss ich überlegen. Vielleicht fällt mir es nach dem Trailer ein. Okay, wir schauen erstmal diesen Trailer an. Also ihr und ich. Und dann vielleicht weiß ich es dann.
Kennt das jemand? Talos Principles? Weiß da jemand Bescheid, um was es hier geht? 6,01 Gigabyte, ja. Das hat nicht viel. Oh, scheint. Ja, ein Puzzlespiel halt, ja. So, Like a Dragon, Gaiden. Und auch kein Trailer dazu. Das ist schade, schade, schade. Spellforce war doch auch ein älteres Spiel, oder? Aber ich glaube, da muss ich mal reinschauen. Spellforce Conquest of EO. Okay, THQ Nordic. Ja, THQ Nordic ist auch dafür bekannt, ältere Marken wieder zu holen. Und ich würde mal sagen, wir schauen hier auch mal rein, ja. Returning to your old master's tower, after years of traveling the realms of Aeon, you find it abandoned, him vanished without trace, and you, the heir to the wizard's many secrets. Your purpose rekindled, and new tools at your disposal, you work tirelessly to rebuild the once great tower, breathing new life into its empty halls. And from humble beginnings, through hard work and dedication, you unlock the secret through which true greatness may be achieved. Vanquish your enemies, conquer their places of power, reap the ultimate prize. For the whole world is at stake. Das sind ja auch so die älteren Marken, jetzt alles, was so aufkommt, wieder so in die Art Gothic und so in diese Richtung schlägt. Ja. Das ist natürlich Spellforce. Ja, es ist mir irgendwoher bekannt im Hinterkopf. Weiß ich das noch. Oh, Modern Warfare 3. Ja. Warum hat das nur 2 Sterne? Warum hat wohl ein Call of Duty nur 2 Sterne, Leute? Und jetzt mal die Frage in die Runde, wieso ist das so? Und ich kann es euch auch genau sagen. Es ist immer dasselbe. Die Story geht 5-6 Stunden, da bist du durch. Wegen der Geschichte hat sich noch nie jemand ein Call of Duty geholt. Das ganze Online-Gedöns ist nur Wischiwaschi, Leute. Das versucht euch nur. Es sind ein paar Skins neu dabei und bla bla bla. Oh, wir holen mal die alten Karten zurück und das und so und so. Also ich muss ja, glaube ich, nicht mehr erzählen, Call of Duty. Aber trotz allem, auch wenn sie nur 2 Sterne hat, ist Call of Duty eine Verkaufsmaschine. So. Und die Trailer machen sie auch gut. Und da schaue ich mal, schaut es euch an, für was gibt's denn das alles? Für was ist denn das verfügbar? Mich wundert, dass hier kein Toaster abgebildet ist. Okay. Ja, lassen wir trotzdem reinschauen, ja. Die sind ja gut, die Trailer. Okay. The day that I drop, you'll never say that I'm not. You're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I show to the spirit of God. Listen up.
Ich habe tatsächlich mitgewippt. Ja, mitgewippt. Das Eminem-Konzept, das es da zieht. Also, damit habt ihr mich schon mal. Also, Leute. Ich meine, ich finde es. Oh, wollt ihr noch einen Trailer sehen? Es gibt noch 2 weitere. Soll ich die mal bringen, oder? Alter Schwede, ey, ich war jetzt voll dabei, ja. Als wäre das übelste Ding. Das ist der Trailer, den wir gerade gesehen haben, oder ist das ein anderer? Welchen haben wir denn jetzt gerade gesehen? Den Multiplayer, ja. Das war irgendwas mit Call of Duty Modern Warfare 3 Multiplayer-Trailer. Ja, genau, den haben wir gesehen. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal ein Stück zurück und schauen uns den hier noch an. Wenn es nicht dasselbe ist. Bestellt Modern Warfare 3 jetzt vor und erhaltet Zugang zur Premium Vault Edition und spannenden neuen Inhalten. Enthält das Nemesis Operator Paket und die Schicksalswaffentresore mit 2 Waffentresoren und mehreren Aufsätzen. Das Saison 1 Black Cell Paket mit 50 Stufensprüngen. Bestellt eine plattformübergreifende digitale Edition vor und erlebt spannendes Gameplay mit Kampagne, Mehrspieler und Zombies. Enthält Vorabzugang zu offener Beta und Kampagne, sofortige Freischaltung des Soap Operator Pakets in Modern Warfare 2 und Call of Duty Warzone. Call of Duty Modern Warfare 3. Jetzt vorbestellen. Das ist doch eine Verarsche ohne Ende, ey. Habt ihr gesehen, was ihr dafür kriegt? Ihr kommt in die Kampagne vielleicht vorher rein und ihr kriegt Skins geschenkt. Wer braucht denn das? Ich sag euch jetzt mal ehrlich, das ist jetzt meine ernsthafte Meinung. Wenn ich einen Shooter spiele, dann verlasse ich mich auf eine Waffe. Und die benutze ich auch im ganzen Spiel. Und rüste diese eine Waffe aus. Und nicht jetzt, ich könnte mich über Call of Duty nur aufregen. Das ist so eine Geldmaschine. Ja, den schauen wir uns auch nochmal an, den Trailer. Reveal Gameplay Trailer. Ein Gameplay Trailer. Okay, wollt ihr den sehen? Okay, Gameplay. Das ist wahrscheinlich schon die ganze Story in eine Viertelstunde fast erzählt. Ich muss da zurückgehen. So geht das nicht. Okay, geht los. Wir müssen unterm Radar bleiben, um das durchzuziehen. Sie werden den Morgen nicht mehr erleben. Finden wir raus, ob er für Moskau arbeitet. Sind in Position. An die Arbeit, Bravo. Er weiß, dass ihr kommt. Verstanden. Das ist Verwüstung von globalem Ausmaß. Es sind 2 Raketen im Anflug. Wenn ihr da drin seid, raus da! Ihr tötet Zivilisten! Ziel in Sicht! Brauchen sofort Benny weg! Er will einen Weltkrieg. Er hat eine Bombe! Vault Edition vorbestellen für das Nemesis Operator Paket. Schicksalswaffentresore. Das Black Cell Paket von Saison 1 mit 50 Stufensprüngen. Und mehr. Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Also ich sag nochmal, Call of Duty Geldmaschine. Geldmaschine. Ja.
Vorbestellen. Das ist schon mal, was euch hier erzählt wird. Ich übersetze euch das mal. Alle ihr kleinen, wahnsinnigen Call of Duty Nerds, die Leute ködern euch mit solchen Paketen. Ja, Vorbestellerpakete, das und das kommt dazu und bla bla bla. Das ist alles Unsinn. Ist das. Ja, das wollte ich eigentlich noch sagen. Ich glaube, ich bin... Oh, Alone in the Dark. Alone in the Dark. Da muss ich mal schauen, geht das noch auf der Xbox One oder nicht? Zumindest diese Version nicht. Den Schauspieler kennen vielleicht viele von Stranger Things. Ja, der Schauspieler hier, der Mann hier, den rechts im Bild. Ja. Moment, ich schaue gleich mal, ob es da auch mehrere Trailer gibt. Und die werde ich natürlich alles... Oh, ja, THQ Nordic haut raus. Werde ich natürlich zeigen, okay. Schauen wir uns den ersten an. Los geht's. Don't say his name. He can hear you. He's always listening. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. The house looked different, but it was still called Dorsetto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. It transports you into the dark alleyways and into the night. I mean, it's always trying to create a mystery, right? It's something that is more than just jump scares. Es ist Gameplay, A bit of Leute. fighting, demanding Ich lasse es laufen, trotzdem. and a lot of atmosphere. It maintained some of that weirdness of the old games, but it had like an updated slickness to it that I liked as well. You haven't seen a little girl by any chance, have you? I don't think so. You would have known if you did. We start our story much like the original. Jeremy Hartwood is haunted by the Dark Man, and he goes to a countryside hospital called Dorsetto in hope to find some help. I need to get this letter to my niece. She would understand. Jeremy sends a disturbing letter to Emily Hartwood, his niece, and it spooks her enough that she hires Detective Edward Carnby to find out what's going on. Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. We knew early on that we had a character-driven story, so we needed to find some really good actors to make those characters come to life. I knew of past iterations of the game. I mean, the video game world is something that I'm very interested in general, the horror game genre specifically. David has a really strong presence as an actor, and he's able to make the funny moments really funny, but also the dramatic parts really intense. Why the hell do I wake up hearing that damn voice? I know what it sounds like, but it's not what you think. He's kind of a gruff detective, and he's like searching for something, and you know, he's hard-boiled, but he's got some humor to him and stuff like that. He's a bit of a trope or a type, and I like that, and I like the world and sort of how he's exploring this insanity amidst all this horror and stuff. I liked all those aspects. Let me know if you find her. I'll be around. Emily Hartwood has a closer connection to the plot, as she is Jeremy's niece, and therefore also suffers this strange affliction known as the Hartwood curse. I love the mystery of the game. I love the picture of her. Like, there was so much about it that I was curious of. There's a lot of fear within her and a lot of speculation and curiosity and I guess
dread, intrigue. Like there's a lot about her that is kind of on edge. 10 years now. More even since he died. He died a hero. Jodie's a fantastic actress, and she brings a lot of nuance to Emily as a character, and it really makes us sympathize with her. Who's in here? Show yourself. Yes, there is the kind of scary element, but then she still has to go on a journey and discover different things, and there should still be room to breathe and have a funny moment or a sarcastic moment or a moment of discovery. So it's just trying to really kind of keep all those other beats alive amongst the kind of darkness of it all, I guess, is how I felt anyway. So we're bringing back both Emily and Edward as the playable characters. And depending on who you play, you will get a different take on the same story. The people at Rosetta will react differently to you depending on who you play. Even the story will be slightly different. What are you doing sneaking around? So you should definitely make sure to play the game twice. What are you doing in my kitchen? Get out! The way that we reimagined the game was basically looking at the original, and it feels like we've been cultivating a seed that was planted 30 years ago, and it has now grown into something even more dark, even more sinister. I remember that with the first Alone in the Dark I made in 1992, we were basically doing something that nobody had done before. It was the first time that we could explore a big mansion, fight monsters, and solve difficult puzzles all in real-time 3D. At the core is a haunted mansion. That's the most important part. It's Derceto, I would say. Feeling that you're trapped inside a kind of small space. Yeah, I used to say back in the old days that it was another character. Yeah, for sure. With all the remakes going on today, you are never sure what you get at the end. I think that Michael and the team at Pieces did a great job preserving the core feeling of the game. They even went further than everything I could expect 30 years ago. It's really an honor to sort of be a part of the franchise in that sense, because it is such a, again, it can't be overstated. It's so special. It was such a new experience. As a fan of the original, I wanted to bring as much as I could into our version. And they might have slightly different meaning and different reasons to be there, but if you know the old games, you will find a ton of references. Do I know you from somewhere? I remember you, Mr. Conby. I feel the franchise is in good hands now, and I can't wait to play the full game. To give you a taste of what the full game will be, we also created a prologue, and it features a character from the game called Grace Saunders, who is a little girl, and you play as her walking around Derceto and trying to post a letter. The prologue is the first glimpse into the atmosphere and the mood, and of course the story of the full game. So if you want to have a look, go and download it right now. They're so creepy. Our combat is intense and tough, and you will need to use every bullet you can find. And if you run out of bullets, I'm out of bullets! you might need to get in close and hit them with a melee weapon. Or if you're lucky, you can find something to throw. As mentioned before, your job is to find out what happened to Jeremy Hartwood. And to do that, you will need to visit some unexpected places. And to get to those places, you'll need to find clues and solve some interesting puzzles. Depending how much you feel like a detective yourself, you can choose how much you want the game to help you find clues and where to go next. So the biggest creative focus for me has for a long time been to reach something beyond
the mundane, something spiritual. Mike, the director, and I, we spent a lot of time trying to figure out what musical direction we wanted to take with this project. And when we finally decided to go for this kind of dark or doom jazz direction, our minds went directly to Jason, who is a master in this genre. It's a very visual genre of music. The fact that it's inspired from noir films or noir detectives is already a good explanation of why this music fits very well for Alone in the Dark. There's a huge mountain and volcano of reverb with drums and screaming saxophones. To this explosion of hair rising horror and big chaos. As the players drawn deeper into the game world, they will face off with the sinister presence known as the Dark Man. The Dark Man isn't real, Jeremy. There's nothing he can do to hurt you. How do you think any of this is happening? How do you still not trust my words? Fine. Then let me help. Don't be foolish. He will bury you next to me in his sunken temple for an eternity. Real or not, something is definitely corrupting the mind of Jeremy Hartwood. Something very, very dangerous. Boah, Leute, ich war jetzt richtig weg. Ich war richtig drin. Die ganzen 11 Minuten. Alter Schwede, ey. Das ist ja nicht nur ein Star-Aufgebot. Wird ja mit der Musik, mit dem ganzen, alles wird ja mit den Orchestern, wird ja richtig was gemacht. Wow, also ich bin der Meinung, ich hoffe es wirklich, dass es richtig gut wird. Okay, die letzten beiden Trailers schauen wir uns auch noch an. Da geht's jetzt rein. Muss ich wissen. What's the matter, Emily? Why are you so sad all the time? Nothing is the matter, nothing at all. There's nothing for me to be sad about, nothing to do, to love, to see, to be. I just feel... But that's alright. I think we're all like that at times. I'm fine. I get up every morning, go to work, and time goes by. 10 years now. More even since he died. He died a hero. He died, so now nobody asks anymore. Nobody asks, what's the matter, Emily? It's just me now. Alone. In the dark. Oh, klingt nach DLC-Geschichten, die auch noch kommen könnten. Okay, auf geht's. It's been a while since I last talked to anyone like this. Things are pretty good, for once. I got a job. Taking a client to visit her uncle at Tercetta. You know what that is? It's a place where you go when you need a vacation, but it's your family who thinks you should go rather than something you decided on your own. I'm sure it's a fine institution, but that place always felt inevitable to me. Like I'm chained to it. Or like it's keeping me around for something. Like there's something I'm supposed to do. Like what am I supposed to do? Why the hell do I wake up hearing that damn voice? I know what
it sounds like. But it's not what you think. I'm not afraid of that place. I don't want to dig up the past. Ich muss mich korrigieren. Das sind die 2 Geschichten von den 2 verschiedenen Charakteren. Also man kann ja Edward spielen, man kann Emily spielen. Es sind 2 verschiedene Geschichten auf jeden Fall, die es hier gibt. Ja, also Entschuldigung dafür, dass ich das jetzt falsch wiedergegeben habe. Das wusste ich jetzt nicht. Ich bin hier hin und weg von dem Spiel. Von Alone in the Dark bin ich hin und weg, ja. Jo, Freunde, da ich jetzt im Oktober 47 geworden bin, nein, will ich noch was sagen, ich würde mich gerne mit einem letzten Trailer verabschieden. Ich muss erstmal Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. Warum macht man da keinen Trailer dazu? Wieso nicht? Mann. Was ist das? Das ist ein Action-Adventure. Ja, wenn schon, denn schon möchte ich das mit was Ordentliches beenden. Ja, und nicht hier irgendwelche Tekkens und was weiß ich. Hast du nicht gesehen. So, ich verabschiede mich im Voraus und ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Ich werde diesen letzten Trailer von Prince of Persia nochmal einspielen. Die Prince of Persia The Lost Crown Deluxe Edition. Und freut euch drauf. Ich freue mich wirklich riesig drauf, wenn das mit Twitch und YouTube klappt, dass ich meine Twitch-Streams, die ich mache, und ihr seht dann auch das erste Mal mein Gesicht. Ja, wenn das klappt, wenn ich das live streamen kann und das alles verbinden kann und auch aufnehmen auf YouTube und nochmal zusammenschneiden, alles Mögliche und alles, was ich neu mache, alles, was neu kommt auf meinem Kanal, weil ich habe mir das wirklich vorgenommen, Ende dieses Jahres jetzt mal richtig einen Rundumschwung zu machen. Ich habe hier eine Liste stehen, die sage ich euch in einem extra Video. Freut euch drauf. Ich freue mich auf euch und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Abonniert meinen Kanal. Ja, es kostet euch nichts. Es ist umsonst. Ja, ist klar. Ich meine, sagt man ja. Und ja. Ja, da würde ich sagen, ich bin jetzt weg und viel Spaß beim Trailer. Bis zum nächsten Video. Our kingdom is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. That's whether they ready or not. Better get better with time. I can't see an enemy ending the plot. My struggle came with a purpose. Now I'm about to turn it down to a bird. You see, I ain't begging, I'm undeserving. I put that on every battle. I thought I had to play the plot. Don't take a chance, really take advice. Been through the dark times, so I came with the dark side. Better show you the light. See how I rose up. Boy, the warrior grown up. Now we're giving them hope. Keep them all warriors, victorious. Put it home on any enemies get close. So I see the danger coming. In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Show you who I'm meant to be.